Solche Weisezellen zur Schaffung einer Ersatzkönigin heißen Nachschaffungszellen. Sie entstehen durch Verlängern einer regulären Wabenzelle und befinden sich in der Wabenmitte. Erst wenn keine geeignete Brut mehr vorhanden ist, bedeutet das Ende des Volkes. Die Vermehrung der Bienen erfolgt über das Schwärmen, bei dem ein Volk sich teilt. Aus einem Volk werden zwei Völker. Dieser Vorgang ist den Bienen genetisch vorgegeben und geschieht folgendermaßen: Kurz bevor eine neue Königin schlüpft, verlässt die alte Königin mit etwa der Hälfte des Volkes den Stock. Das geschieht mittags zwischen 12 und 14 Uhr unter enormem Gesumme und Gebrause, das, wenn man es das erste Mal erlebt, einem schon Furcht einjagen kann. Der Schwarm sucht sich einen Rastplatz in der Nähe, meist einen Ast, an den er sich in einer Riesentraube von vielleicht 30.000 Bienen hängt. Hier bleibt er über Nacht hängen und kann am Abend vom Imker eingefangen werden. Wie man das macht, ist ein anderes Thema. Einzelne Zuchtbienen schwärmen aus und suchen nach einer neuen Bleibe. Am nächsten Tag, etwa zur gleichen Zeit, fliegt der Schwarm unter dem gleichen Gebrause endgültig weg. Eine wichtige Aufgabe des Imkers während der Schwarmzeit, April bis Juni, ist es, das Schwärmen zu verhindern, um ein starkes Volk zu behalten, das ihm viel Honig einträgt. Welche Möglichkeiten es hierzu gibt, ist ein anderes Thema. Bienen und Honig kommen auch in der Bibel vor und werden dort erwähnt. Allerdings ist im Neuen Testament weniger davon die Rede. Lediglich Markus 1,6 und Matthäus 3,4 wird berichtet, Johannes der Täufer habe sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt. Wilder Honig, damit ist natürlich gemeint Honig von wilden Bienen. Im Alten Testament wird an vielen Stellen von Honig, und zwar von wildem Honig gesprochen, seltener von den Bienen selbst. Ob die frühen Israeliten auch die Bienenzucht kannten, ist umstritten. Möglicherweise haben israelitische Stämme während ihres Aufenthaltes in Ägypten Bienenhaltung kennengelernt. Mit Sicherheit übernahm man die Bienenzucht nach dem babylonischen Exil aus Assyrien. Für das Folgende habe ich viele Anregungen bekommen aus einem Buch, Spudasmata, Band 118, Ille Operum Custos, und darin besonders aus einem Aufsatz von Carsten Ronneberg, Vade ad apem edesque, herausgegeben von David Engels und Carla Nicolae 2008. Honig hat im Alten Testament eine positive Konnotation. Iss mein Sohn Honig, denn er ist gut, und Honigseim ist süß in deinem Halse, lesen wir Sprüche 24, Vers 13 aus dem 4. bis 3. Jahrhundert vor Christ. Seine begehrenswerte Süße ist Bild für erotische Versuchung. Wie Honig schmecken deine Lippen, meine Braut, ja, süße Honigmilch ist unter deiner Zunge, steht im Hohenlied 4, Vers 11. Allbekannt ist die Verheißung, die Mose am Berg Gottes, dem Horeb Sinai, von Jahwe erhält. Er werde die Israeliten aus der Hand der Ägypter erretten und sie herausführen in ein gutes und weites Land, Zitat, in ein Land, darin Milch und Honig fließen. Exodus 3,8. Durch den Vergleich mit der unerschöpflichen Fülle an Honig und Milch wird ein Idealzustand beschrieben, der die Endzeit kennzeichnet. Im Zusammenhang mit Ezechiels Berufung lesen wir: Und er
gemeint ist der Geist, sprach zu mir: Du Menschenkind, iss, was vor dir ist. Iss diesen Brief und gehe hin und predige dem Hause Israel. Da tat ich meinen Mund auf, und er gab mir einen Brief zu essen und sprach zu mir: Du Menschenkind, du musst diesen Brief, den ich dir gebe, in deinem Leib essen und deinen Bauch damit füllen. Da aß ich ihn, und er war in meinem Mund so süß wie Honig. Die Süße des Honigs steht als Bild für die Süße des Wortes Gottes, das Ezechiel dem Volk Israel verkünden soll. Dagegen gilt Honig nach Levitikus 2,11 als kultisch unrein und ist als Opfergabe verboten. Zitat: Alle Speiseopfer, die ihr dem Herrn opfern wollt, sollt ihr ohne Sauerteig machen, denn kein Sauerteig noch Honig soll dem Herrn zum Feuer angezündet werden. Zitat Ende. Grund ist wohl, dass der Honig, wenn der Wassergehalt zu hoch ist, gärt, das heißt in Säuerung übergeht. Das Verbot von Gesäuertem wird bis heute in jüdischen Häusern zum Pessachfest streng eingehalten. Biene ist im Hebräischen weiblicher Vorname, nämlich Deborah. In der Bibel gibt es 2 Personen dieses Namens. In Genesis 35, Vers 8 heißt so die Amme der Rebekka. Bedeutender aber ist die Richterin Deborah, die auch als Prophetin bezeichnet wird. Im Buch der Richter, Kapitel 4-5, wird erzählt, wie sie das Volk Israel zum Sieg über Jabin, den König von Kanaan, führt. Davon handelt auch das berühmte Deborah-Lied Richter 5, Vers 1-31, eines der ältesten Stücke der hebräischen Bibel. Gleichwohl werden im Unterschied zum Honig die Bienen, die ihn doch produzieren, im Alten Testament eher negativ gesehen. So lesen wir: Sie, gemeint sind die Heiden, umgeben mich wie Bienen. Psalm 118, Vers 12. Das heißt doch wohl, sie machen mir Angst und machen mich ganz konfus durch ihr Gewirr und Gesumme. Oder: Da zogen die Amoriter aus, die auf dem Gebirge wohnten, euch entgegen und jagten euch, wie die Bienen tun, und schlugen euch zu Seir bis gen Horma. Deuteronomium 1, Vers 44. Hier dient der brausende Bienenschwarm als Bild für die angreifenden Feindesmächte. Wer schon einmal dabei war, wie ein Bienenvolk seinen Stock verlässt und losschwärmt, kann den Vergleich gut nachvollziehen. Eine mögliche Erklärung für die geringe Einschätzung der Bienen im Alten Testament finden wir in der Simson-Erzählung Richter 14. Hier wird berichtet, wie Simson mit seinen Eltern unterwegs nach Timna, der Heimatstadt seiner zukünftigen Frau, einer Philisterin, abseits des Weges einen Löwen tötet, und zwar mit bloßen Händen. Seinen Eltern sagt er von der Heldentat nichts. Im Hause des Mädchens angekommen, wird man sich einig und kehrt nach Hause zurück. Einige Tage später reist Simson zurück, um seine Braut zu holen. Er will nach dem Kadaver des getöteten Löwen sehen. Zitat: Siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Leib des Löwen und Honig. Und er nahm ihn in seine Hand und aß davon unterwegs und ging zu seinem Vater und seiner Mutter und gab ihnen, dass sie auch aßen. Er sagte ihnen aber nicht an, dass er den Honig aus des Löwen Leib genommen hatte. Das heißt, das Bienenvolk ist aus dem verwesenden Körper des getöteten Löwen entstanden, wodurch die Tiere als unrein zu gelten haben. Dies ist wohl auch der Grund, weshalb Simson seinen Eltern nichts davon sagt. Ich erwähne diese Geschichte auch deshalb, weil es in der antiken Literatur und auch noch im Mittelalter eine vergleichbare, weit verbreitete Ansicht gab,
nämlich dass ein Bienenvolk aus einem verwesenden Körper eines Stieres von selbst entstehen würde. Um sich diesen Vorgang zunutze zu machen, so erzählen antike Schriftsteller, sei man folgendermaßen vorgegangen: Es wird ein mindestens zweijähriges Rind erstickt oder mit Knüppelschlägen getötet und anschließend dessen Eingeweide mit Schlägen von stumpfen Gegenständen zertrümmert. Der Bauch des Tieres darf allerdings nicht verletzt werden, da daraus das neue Bienenvolk entstehen soll. Das Tier wird dann in einer Kammer liegen gelassen, bis sich aus den verwesenden Eingeweiden die Bienen entwickelt hätten. Der Mythos setzt voraus, dass man über die Entstehung und Vermehrung der Bienen keine Kenntnis hatte, nicht wusste, ob es weibliche oder männliche Bienen gäbe und wie eine mögliche Begattung stattfinden würde, oder ob jede Bienenart sich nicht etwa selbst erzeuge. Sinn des Mythos ist es zu zeigen, wie Neues aus etwas Totem entsteht. Bei Vergil, der von 70 bis 90 vor Christ lebte, dient der Mythos als Analogon zur Herrschaft des römischen Kaisers Augustus, wie Bienen aus den toten Körpern der Rinder entstehen und sich einen neuen Kosmos, nämlich den Bienenstaat, erbauen. So hat der Prinzeps Augustus sein Friedensreich auf den Toten des Bürgerkriegs am Ende der Römischen Republik errichtet. Auch von christlichen Theologen wurde der Mythos gerne verwendet, so zum Beispiel von Origenes aus Alexandria von 185 bis 254, der diesen Mythos als Beispiel für seine Lehre von der Auferstehung des Leibes verwendet. Oder Ambrosius von Mailand von 339 bis 397, der die Simson-Episode als Vorausdeutung auf den neuen Bund deutet, der im Leichnam des jüdischen Löwen entstehe.